Moin, ihr Lieben. Bin ich da? Bin ich da? Oh, Hilfe. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich habe mich komplett verquatscht mit Fabian beim Essen. Wir haben total die Zeit aus dem Auge verloren. Um 19:41 Uhr sagt er, wann willst du eigentlich live gehen? Ich gucke auf die Uhr und, ja, und ich sage jetzt. Aber ich glaube, wir haben es noch geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gut. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe noch keinen Chat. Aber jetzt weiß ich, wie lange ich brauche, bis ich live gehe. Ich musste natürlich durchs ganze Schiff rennen. Wir saßen hinten, Deck 7, ganz weit hinten, haben da gegessen. Und dann kam auch die Durchsage vom Kapitän und so weiter. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Naja, aber gut. So ist es nun mal. Haben wir ja trotzdem zeitig geschafft. Und es geht auf jeden Fall pünktlich los um 20 Uhr hier in Flom. Der ein oder andere hat ja vielleicht unseren Stream schon heute gesehen, wo wir auf den Wasserfall hochgekraxelt sind. Man kann ihn hier auch so ein bisschen im Hintergrund sehen. Warte mal, da oben, da waren wir unterwegs. So, jetzt muss ich mir erstmal alles hier zusammensuchen. Aber ich glaube, wir sind live. Ja, Fabian kommt nachher auch noch oder gleich. Jetzt ja, haben wir erstmal ein Bild. Gebt mir noch 5 Minuten und dann bin ich auch bei euch. So, das läuft, das läuft, das läuft. So, Schiffseinblendungen müssten jetzt auch funktionieren. Sebastian, vielleicht kannst du das einmal ausprobieren, ob die Einblendungen funktionieren. Hamburger Dan schreibt, Paddy, sowas nennt man Abschalten und Urlaub. Ja, wenn ihr das gesehen habt heute Nachmittag, wie wir da hochgekraxelt sind, ich war echt außer Puste. Ich war echt aus der Puste. Aber es war halt auch sensationell vom Ausblick. Es war richtig klasse. Es hat sich so gelohnt. Es war so toll. Es war auch toll, als wir dann wieder unten waren. Also wir haben uns auch ein klein bisschen gefeiert, dass wir es geschafft hatten. So, ich höre Maschinen bzw. Bugstrahlruder. Das heißt, wir legen ab. Wir müssen hier drehen natürlich. Und dann erwartet uns eine schöne Ausfahrt durch den Fjord. Irony schreibt von Deck 7 auf der AIDA nach Flamm ist aber schon ein Stück. Grüße aus Oerlinghausen. Ja, liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Nein, ich weiß ja, dass ich mich eigentlich nicht verrückt machen muss. Aber ich habe so ein Pünktlichkeitsgen in mir. Also ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch hat, aber ich hasse es, unpünktlich zu sein. Ich bin eigentlich echt immer auf die Minute. Normalerweise bin ich auch immer ein bisschen zu früh da. Und irgendwas löst das in mir aus, wenn ich merke, dass ich zu spät bin. Wer springt denn hier eigentlich ins Wasser? Da hätte ich doch heute baden können, oder? Da hätte ich doch wunderbar baden können. So, ihr sagt, wir bewegen uns schon. Ja, in der Tat. Ich lasse mal den Vormast ein bisschen mit drin. Kann man das ganz gut sehen, wie sich das Schiff gleich bewegt. Ja, Steffi sagt auch, das Gefühl kennt sie. Ja, selbst wenn ich weiß, dass ich Zeit habe, selbst wenn ich weiß, niemand erwartet, dass ich jetzt
mega pünktlich bin, es ist trotzdem, es ist irgendwie, es ist drin einfach. Katrin, nee, ich war leider nicht schwimmen. Also ich muss auch gestehen, als wir zurück waren, habe ich mich erstmal 1,5 Stunden aufs Bett gelegt. Dann habe ich erstmal geduscht, ja, und dann waren wir irgendwann auch schon zum Essen verabredet. Und ja, wir haben die ganze Zeit gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ja, und das kommt dann dabei raus. So, jetzt muss ich erstmal schauen, ob wir hier überhaupt volle Leitungen haben. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Datendurchsatz ist vorhanden. Hansi ist auch da, das ist schön. Liebe Grüße, Hansi, Thea und Mike. Danke für eure immer sich wiederholende Unterstützung für den Kanal. Kirsten ist auch da, Schwester Hansen ist da, Tanja ist da. Ach, so viele so viele bekannte Namen. Das ist einfach herrlich. So, genau, Wagner, 3 Minuten vor der Zeit. Hallo, moin. Die Nachbarn sind auch pünktlich zum Auslaufen. Stellt euch vor, wir hätten das verpasst. Ihr hättet mich doch geteert und gefedert und mit dem Knüppel aus dem Dorf gejagt. Krass, wie das hier widerhallt. Kirkel hat sich erstmal ein schönes Eis gemacht. Ja, lecker Eis habe ich auch eben gegessen. Ich bin ja so ein absoluter Eisjunkie. Ihr wisst, das Spaghetti-Eis und hier, also was für mich eigentlich der Killer ist, ist so eine Eisbar, wo man sich selber bedienen darf. Gamepad empfiehlt noch, unbedingt auf den Hausberg in Ålesund zu gehen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Ja, ach du, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch mehr Berge brauche, wo ich hochkraxel. Schauen wir mal. Das schauen wir mal. Argolistics, hey mein Lieber, danke für 10 verschenkte Abos auf Twitch. Und Gamepad, danke natürlich auch für die 5 Euro. Frankie, 2 Monate dabei. Nee, Andreas, Fischeis gibt es hier nicht an Bord. Fischeis gibt es nur exklusiv bei Mike. Wie hoch der Berg heute war? 600 Meter oder so. Ich meine 600 Meter hätten Fabian und Malte, die haben das rausgesucht. So, rückwärts ausparken für Fortgeschrittene. Julian fragt nach einem Livestream im Geiranger Fjord. Also ja, ich versuche möglichst die Anfahrten rein in den Hafen, raus aus dem Hafen, versuche ich zu streamen. Morgen Ålesund ist, da ist die Fahrt in den Hafen nicht ganz so lang. Das kann sein, dass das nur ein Stündchen geht. Aber Geiranger versuche ich natürlich auch was zu machen. Seren, du verrücktes Huhn. Herzlichen Dank, mein Lieber. Nochmal 10 verschenkte Subs auf Twitch. Ganz, ganz lieben Dank. Andreas Preuß ist auch da. Eine Uhr mit Wegfunktion. Danke. 2,49 für eine Uhr mit Wegfunktion. Ja, wisst ihr, ich habe das ja alles. Aber ihr wisst ja, das Problem steht meistens hinter dem Gerät. Denn man muss das ja auch alles irgendwie bedienen. Tina fragt, wie die Temperatur ist. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Miki fragt, wann man an Bord Abendessen kann.
glaube, das erste Restaurant bietet ab 18 Uhr Abendessen an. Normalerweise geht das hier, glaube ich, um 18:30 Uhr los. Jürgen, danke für 2 Euro. Schiffshorn bis nach Lage gehört. Sag mal, sind wir hier eigentlich, ist das hier eigentlich irgendwie so ein OWL-Nest? Und Speedy haut auch noch mal 10 Subs raus. Leute, ihr seid ja verrückt. Susanne, Olesund, du verpasst etwas, wenn du nicht auf den Axler gehst oder fährst. Ja, ja, ja. Setzt mich doch nicht so unter Druck. Susanne, danke für 5 Euro. Ey, das rattert hier schon wieder im Chat. Wolfi fragt, wie es denn mit meiner ursprünglichen Skepsis gegenüber Kreuzfahrten aussieht. Also, ich muss sagen, das ist schon ein tolles Erlebnis, aber die Reise ist auch wirklich gut. Solche Dinge wie am Buffet anstehen, da werde ich nie mit warm. Und es ist halt, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber sobald Essenszeit ist, ist die Schlange da. Heute Morgen dachte ich, hole ich mir schnell ein Brötchen und einen Kaffee. Dachte ich mir, komm, bis mal 10 Minuten vorher am Restaurant, ab 7:30 Uhr geht das los. Zack, Schlange. Also das ist so etwas, aber das ist auch das Einzige. Und wie gesagt, es gibt ja auch genug Möglichkeiten, da so ein bisschen antizyklisch zu sein. Man muss ja nicht unbedingt immer der Erste am Buffet sein, außer man möchte streamen. Man kann ein bisschen warten, bis sich das etwas gelichtet hat oder ein bisschen leerer ist. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Leute, guckt euch mal dieses tolle Panorama an, ja? Ist das nicht toll? Ist das nicht abgefahren? Tom, ich danke dir für 2 Euro für die Sahne auf dem Eis. Ja, hatte ich. Aber heute habe ich auch kein schlechtes Gewissen bei dem Eis. Und von unserem Fischeisverkäufer Mike kommen auch noch mal 2,49 für die Waffel oder den Becher. Verkauft Fischeis in der Waffel oder im Becher. Ja, ich bin ja ein Bechertyp. Ich löffel ja lieber mein Eis aus dem Becher. Peter ist seit 13 Monaten dabei. Danke. Nimsa, ja, ich habe auch schon das Softeis im Fuego gegessen. Das hatten wir heute Mittag. Also heute hatte ich schon 2 Eis. Nicht weiter erzählen. Und eine Softeismaschine mit Selbstbedienung ist natürlich auch so ein Killer für mich. Ja. So, Peter schreibt, da kannst du aber froh sein, dass die Warnemünder Möwen nicht in Norwegen sind und dir das Eis klauen. Ja, das stimmt. 13 Monate. Herrlich. Lama Jana ist auch wieder dabei. Lässt nochmal 100 Bits da. Ach, Leute, das ist so schön mit euch. Das ist so schön. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen jetzt gleich mal unsere eigene Auslaufmusik, denn auf den Kabinen hört man nicht die offizielle Auslaufmusik. Das läuft oben an Deck, aber auf die Kabinenlautsprecher ist das nicht geschaltet. Darum nehmen wir doch einfach mal unsere eigene Auslaufmusik.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass man auch die Auslaufmusik hier über Sport TV gucken kann. Das habe ich auch schon mitbekommen, aber da gibt es natürlich auch immer das ganze rechte Thema, Urheberrecht. Beim Auslaufen in Hamburg, da habe ich sie jetzt drin gelassen im Stream und habe sie nicht rausgeschnitten. Aber wenn ich halt urheberrechtlich geschützte Musik im Stream habe, dann muss ich sie entweder rausschneiden und wenn ich sie drin lasse, dann gibt es halt keine Werbeeinnahmen. Darum habe ich so eine eigene kleine Auslaufmusik. Almut, ganz lieben Dank für 5 Euro. Auch an den Jürgen ein Dankeschön, der haut auch nochmal 5 Euro raus. Und Andreas Preuß wieder mal für Dingsbums und Gedöns. Irony 2 Euro. Petra 5 Euro für die tollen Bilder. Irony schreibt, wenn Paddy streamt, sind OWL-Straßen leer. Ja, der Fabian fand das auch irgendwie ganz faszinierend, dass hier so viele OWLer sind. Andi, unser Sattelschlepper, schickt eine Anzahlung für meinen Rentierpullover. Danke dir für 5 Schweizer Franken, mein Lieber. Lucifer haut 5 Subs raus auf Twitch. Nilsi auch nochmal mit 2 Euro Superchat für die herrlichen Bilder heute. Ja, ist doch echt toll. Ne? Yoshi auch nochmal 5 Euro. Und er sagt, hey, mach doch am TV die Heck- und Bugkamera an. Ja, wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt, was der Grund dafür ist, dass ich die Musik nicht laufen habe. Ich glaube, die Nachbarn, die haben sie an. Also von irgendwo höre ich die Auslaufmusik. Jens Peter auch nochmal 5 verschenkte Mitgliedschaften. Dann der liebe Matze mit 5 Euro Superchat. Und er sagt, für Softeis satt und einen anschließenden Helbing. Oh, ob die hier Kiezmische und Helbing an Bord haben, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Und der Flo ist neu dabei mit einem Prime Sub. Danke, danke. Ja. Ja, ich glaube hier die Nachbarn, die haben die Auslaufmusik an. Also mal gucken, ob das im Stream landet. Dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Das ist dann, wie es ist. Das ist dann, wie es ist, leider. Habt ihr die Auslaufmusik bei euch an? Ja. Ich höre die hier. Aber Jetzt ist sie aus, ne? Ja, ist alles gut. So laut war sie nicht. Oh, Leute, guckt euch mal dieses Wasser an hier. Und da geht's gleich raus. Chicago fragt, ob ich noch mal auf die Brücke darf. Ja, wir werden das morgen mal probieren. Wir haben so einen Termin hier mit der Eventmanagerin. Der Fabian hat das organisiert. Und mal gucken, ob ich da zumindest mal einen Blick drauf werfen darf. Also einen Livestream halte ich eher für unwahrscheinlich. Gucken wir mal, was geht. Sascha Anteportas schreibt, danke für die tollen Streams. Und er freut sich auf viele weitere. Ja, ich habe auch noch nicht vor, Schluss zu machen. Danke für die 5,99, mein Lieber. Candy Catbin schreibt, was wir heute unternommen haben. Ja, schau dir doch mal den Stream von heute Nachmittag an. Da kannst du Paddy, die Dampfwalze von Norwegen, in Aktion sehen. Krass, ne? Wie so ein Schiff dreht. Ist das nicht toll? Es geht relativ schnell. Sieht so leicht dabei aus. Da oben liegt noch ein bisschen Schnee auf dem einen Berg. Der eine Wasserfall, wo wir heute waren, der wird ja, glaube ich, auch noch von Schmelzwasser gespeist. Da ist die Ausfahrt. Chris, ich weiß gar nicht, wie tief das Wasser hier ist. Weiß das jemand von euch? Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar relativ tief ist. Hat da jemand eine Idee von euch?
Captain Chaos meint, Fjorde sind normalerweise sehr tief, mehrere hundert Meter. Ach, Peter schreibt auch bis 1300 Meter. Ja, das ist aber ganz interessant, weil ich hatte heute einen Kommentar, da hatte die Anke gefragt, ob denn hier im Fjord auch regelmäßig die Fahrrinne ausgebaggert werden muss, wie zum Beispiel in Hamburg. Ich glaube, damit erübrigt sich diese Frage. Oh, es klingelt oder klopft. Da ist er. Hallo. Ja, So. auf dem Flur läuft auch noch Auslaufmusik. Ja, total laut da gerade. Warte, ich muss gerade den Puschel zusammenstecken. Ah, ja. Elke, ich danke dir. 5,99 für die schönen Bilder. Ja, der Fabian ist da. Hallo, guten Abend. So, So, wollen dran. wir uns einmal vor der Kamera zeigen? Ja. Ich war selber auch noch nicht davor. Ich habe ja hier einen Jumpstart hingelegt. Das haben wir noch rechtzeitig geschafft, das war sehr schön. Ja, aber wenn man es dann eilig hat, merkt man, wie verwinkelt das Schiff ist und wie weit die Wege sind. Wenn du dann aus dem Restaurant und dann, ja, wo geht's denn raus? Da. Und plötzlich hast du dich gedreht, dann läufst du wieder in die falsche Richtung. Ja. Also Empfehlung, du gehst einfach draußen auf dem Lanai-Deck, wo wir waren, die Treppe hoch, bis zur Mitte, zum Theatrium, dann rein und dann bist du ja in der Mitte des Schiffes und von da aus ist es ja nicht mehr weit. Ja, ich habe es irgendwie anders dann auch geschafft. Ja, Ne? sehr gut. Ja, war ein cooler Tag heute, ne? Absolut, ja. Also hat mir Das richtig war gut gefallen. ein perfekter Start in diese Norwegen-Reise. Ja. Besser geht's kaum. Gibt, glaube ich, 1A Muskelkater in Beinen. Gehört dazu. Hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird, oder? Nee, nein, ich bereue es aber auch überhaupt nicht. Wir hatten ja so unsere Zweifel, ob wir da hochgehen sollen zwischendurch. Wir waren kurz vorm Abbruch. Ich glaube, wenn Malte nicht gewesen wäre, Ja. dann, ich will mal die Kamera hier in die Fahrtrichtung wieder drehen. Ich glaube, wenn Malte nicht gewesen wäre, dann... Gut, dass wir uns davor. Ach, Fabians Mikro ist aus. Ja, super. So, okay. Warte mal, hier Geht das ist so? weg. Ja. Okay, Sehr gut. jetzt ist das Ich hoffe, ich war trotzdem zu hören, aber wahrscheinlich nur leiser einfach. Ja. Ja, das war wirklich toll. Und jetzt gerade das Wendemanöver. Ich habe jetzt auch gerade noch für YouTube, für meinen Kanal, ein paar Aufnahmen gemacht vom Wendemanöver. Und dann dachte ich, jetzt komme ich noch mal vorbei. Ja. Hellblade TV, willkommen an Bord. Dankeschön. Also hier kommen im Chat leider schon wieder, also der Chat baut so ein bisschen Druck auf, Okay. dass wir morgen in Ålesund schon wieder auf irgendeinen Berg müssen. Ja, Axlar, genau, das habe ich ja auch gesagt. Das ist aber auch nicht so Jetzt anstrengend. fängst du auch damit an. Das schaffst du schon. Das ist nicht so anstrengend wie heute, wirklich. Okay. Es gibt immer wieder Sitzgelegenheiten zwischendurch, ein paar Bänke. Und der Weg ist deutlich besser ausgebaut, überwiegend betoniert, die Stufen. Also nicht so naturbelassen wie heute. Und der Ausblick ist fantastisch. Ja, machen wir das. Dann machen wir das. Katrin fragt nochmal nach eurem Instagram-Kanal. Also wir haben hier auch einen Link, den können vielleicht die Moderatoren nochmal raushauen. Der geht aber, glaube ich, in erster Linie zu YouTube. Ansonsten, glaube ich, Kreuzfahrtstudio. Genau, Kreuzfahrtstudio wie bei YouTube auch. Kreuzfahrtstudio, Fabian. Wenn ihr Ja, aber irgendwie Kreuzfahrtstudio reicht, da findet man sowas- es Ja, auch. dann genau. findet ihr das Ja. schon, ne? Da gibt es auch noch deutlich mehr Eindrücke jetzt Ja. von dem gesamten Tagesablauf. Weil wir filmen jetzt ja hier immer im Wesentlichen dann so Momente, wie jetzt ablegen und so weiter. Und was so zwischendurch alles passiert, das auch gerne auf Insta. Aber ich markiere euch ja auch regelmäßig. Ja. Ihr teilt ja auch das eine oder andere dann. Das eine Bild von heute, das hat Bände gesprochen. Genau. Ja. Also man merkt, es sind hier auch einige Experten im Chat. Irgendjemand hat gerade gefragt, ob es noch das Magnum-Eis zum selber kreieren gibt. Gibt es nicht mehr. Das ist jetzt die Eisbar. Ah, okay. Konzept analog zu AIDA Nova und AIDA Cosma. Früher gab es hier, wo jetzt die Eisbar ist, diesen Magnum Store. Und da hast du wirklich dieses große Eis am Stiel gehabt. Und da konntest du dann noch so verschiedene Toppings dran machen. Okay. Aber an sich, dieses Eis ist ja schon so viel. Und dann noch diese ganzen Toppings und Schokoladensauce drumherum, das war schon eine Mahlzeit für sich. Ich glaube, da haben die gemerkt, dass das oftmals dann zu viel für die Leute war. Da steht auch, kannst Fabian wirklich glauben, du würdest dich ärgern, wenn du nicht oben gewesen wärst. Also, Ja, die eine oder andere Kreuzfahrt hat Fabian ja schon gemacht und auch das eine oder den einen oder anderen Hafen gesehen. ja.
Also ich fürchte, ich muss dir vertrauen. Ja, genau. Detlef schreibt auch, ich habe Fabian auf der Atania kennengelernt. Ja, Mensch, liebe Grüße. Ja. Peter Lange schickt auch nochmal 5,99 aus Bad Pyrmont. Ach was. Ja, Also, liebe aus Grüße. Erlinghausen kam auch schon Grüße. Ja, Heute habe ich eben auf dem Handy ja. gesehen. Ja. Karen sagt, unglaublich schön dort. Ja, da hast du recht. Danke dir für die 20 Euro. Und Helga schickt auch nochmal 20 Euro und schreibt, danke, dass wir dich oder euch begleiten dürfen. Muss man auch einfach mal genießen, den Blick. Oh, hier ist die Frage, wie viel Bordguthaben muss man pro Woche und Person rechnen? Also Bordausgaben ist wahrscheinlich gemeint, ne? Wie viel, Ja, wie viel man also so wie zusätzliche viel- Kosten hat. Kann man das überhaupt sagen? Also das kommt gar so drauf an, was man macht. Wenn man jetzt jeden Tag sich eine Massage gönnt und in den Wellnessbereich geht und dann nochmal durch die Shops schlendert, dann ist natürlich deutlich mehr, als wenn man wie wir jetzt, wir sind ja relativ sparsam hier unterwegs. Ich war noch nicht in den Shops, ich weiß nicht, ob du schon durchgelaufen bist, wahrscheinlich auch noch nicht. Du, ich muss mal gucken, ob ich irgendeine AIDA-Tinne als Andenken noch mitnehme. Ja, Ne? genau. So, aber also man kommt grundsätzlich auch komplett ohne Zusatzkosten durch. Ja. Das ist so. Auch jetzt gerade beim Abendessen, die Tischgetränke im Buffet-Restaurant sind ja mit dabei. Also man würde sogar theoretisch ohne Getränkepaket auskommen. Ja, Ne? es kommt immer so auf die Bedürfnisse natürlich an. Klar, für viele, die einfach sagen, wir machen einmal im Jahr Urlaub, wir möchten uns was gönnen und gerne den einen oder anderen Drink bestellen, ist es natürlich sinnvoll. Aber es kommt immer so sehr drauf auf die Persönlichkeit an. Ja. Hier ist noch die Frage, ob es deutsches TV an Bord gibt. Ja, Ja. habe ich schon entdeckt. Nicht alle Sender, aber die wichtigsten. Ja, ja. Ja. Nicht weltweit, ne? Das ist auch ganz klar. Also Ja. jetzt hier geht das, aber irgendwo in der Südsee dann nicht. Die müssen das ja auch irgendwo Ja, herkriegen. genau. Ne? Ja, absolut. Cholerischer Delfin. Daran erkennst du, dass es Twitch ist an den Namen. Okay, ja. Die Twitchies haben echt die besten Namen. Ich danke dir für das 5er-Pack Subs. So, Chris Stratmann, moin mein Lieber, möchte auch noch mal gerne wissen, was denn eigentlich so eine Fahrt kostet hier, inklusive Essen. Essen ist ja eh immer inklusive, außer die Ja. extra Restaurants. Ja, Ne? genau. Ja. Am besten, um da nochmal konkrete Zahlen zu nennen, bereite ich mich vielleicht für morgen nochmal darauf vor, dass ich nochmal wirklich konkret schaue. Also es sind so immer so um die 1.500 Euro pro Person, die man rechnen sollte. Wenn es jetzt wirklich eine Woche, 7 Tage mit der AIDA Nova zum Beispiel, gibt es gerade auch für, ich glaube, 850 Euro in der Innenkabine dann eben in der günstigsten Unterbringungskategorie. Das ist so der Einstiegspreis gerade. Relativ kurzfristig jetzt auch noch verfügbar für diesen Sommer. Ja. LS Paule, willkommen an Bord, danke für deinen Prime-Sub. Und Erhard sagt auch, ist schon schön, schickt auch nochmal 2 Euro. Ach, guck mal hier, der André, 5 Euro, hat noch eine Frage. Ja, natürlich, ja, natürlich. Die kann ich ja beantworten. Er fragt nämlich, ob man bei Fabian auch Reisen buchen kann, beziehungsweise sich informieren kann, wenn man nicht aus Bielefeld kommt. Das ist ja heute, ist doch alles global. Genau, richtig. Also theoretisch könnte man von überall, aber bis Absolut. natürlich auf ein deutschsprachiges Publikum. Aber ausgerichtet, deutschsprachig heißt ja trotzdem auch im Ausland. Also wir haben, wie gesagt, Kunden auch in den Nachbarländern von Deutschland, auch in Spanien, sogar aus Dubai haben schon welche gebucht. Also das habe ich zu Beginn, das habe ich ein bisschen falsch kommuniziert. Ja, wir haben zwar das Büro in Bielefeld, aber wir sind halt überregional erreichbar. Und haben auch die meisten Kunden tatsächlich überregional. Aber sag mal, bringt es dir, also jetzt mal so nüchtern betrachtet, bringt es dir schon etwas, dieses Reisebüro zu haben? Oder hättest du das jetzt auch komplett als reines Office ohne Ladengeschäft machen können? Genau, das wäre auch gegangen, aber ich habe bewusst diese Entscheidung, also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Habe ich einige Wochen drüber nachgedacht, wie mache ich es? Es gibt halt sehr viele Online-Reisebüros. Da ist es einfach schwer, sich abzugrenzen, ne? Weil alle natürlich die gleichen Reisen im Angebot haben. Am Ende natürlich über den Service und die Leistungen, die geboten werden, das machen wir ja auch. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte greifbar sein und auch nahbar. Das heißt, wenn Kunden auch mal von weiter weg herkommen möchten und das wünschen, sind sie jederzeit herzlich willkommen. Also wir haben Kunden, ich hatte auch persönlich Beratungen von Kunden, die sind extra aus Lübeck gekommen, also ein paar Stunden angereist,
nur um bei uns vor Ort sich beraten zu lassen. Und das ist dann natürlich, das zeigt mir dann, okay, das war dann doch auch der richtige Schritt, weil wir einfach dadurch auch nicht nur digital, per Telefon, per Videokonferenz erreichbar sind, sondern das Persönliche ist meistens ja doch nochmal was anderes und das wird dadurch ermöglicht. Und wir haben eben auch ein Office, hätte ich benötigt, irgendwie im Büro. Und so haben wir es halt in der Altstadt viel schöner und können da auch unsere Videos machen und ja, ist einfach ein schöner Wohlfühlort, wo wir uns auch als Crew sehr wohlfühlen und da täglich gerne hinfahren. Ja. Hier ist nochmal die Frage, wie die Sprache an Bord ist. Das kann ich ja beantworten. Also AIDA ist schon Deutsch alles. Aber es gibt natürlich auch einiges Personal, was nicht Deutsch spricht oder nicht so gut. Sind natürlich viel so aus dem Bereich Housekeeping und so. Also die jetzt nicht zwingend den direkten Kontakt mit den Gästen haben. Und ja, wenn man da natürlich mal 2, 3 nette, freundliche Worte auf Englisch kann, dann ist das eigentlich auch ganz hilfreich. Aber es ist nicht notwendig, dass man hier Englisch spricht an Bord. Tina fragt, ob ich meine Reise bei dir gebucht habe. Nee, die habe ich bei Neckermann Reisen gebucht. Und dann habe ich den Fabian angerufen und gesagt, Fabian, hast nicht Lust mitzukommen? Ja, natürlich. Also natürlich, klar. Ne? Ja. Lawine 1900, willkommen an Bord, danke für deinen Prime-Sub. Michael fragt, wo sind die Postschiffe? Ja, gute Frage. Wo sind die eigentlich? Die fahren hier nicht rein. Die fahren nicht das ist hier zu tief. Genau, also die fahren überwiegend schon die Küste ab. Hier und da fahren sie immer mal wieder so ein bisschen in die Fjorde rein. Geiranger ist immer in den Sommermonaten auch nochmal eine Ausnahme. Aber hier, das ist zu tief. Die fahren wirklich überwiegend an der Küste. Die werden wir aber, also Ollesund morgen ist auf jeden Fall ein Hafen, die auch anfahren. Dann mal gerade überlegen. Was haben wir denn noch? Hauge, nee, das ist schon wieder zu südlich. Molde, doch Molde ist auch die Postschiffroute. Also wir werden bestimmt noch ein Hurtigruten-Schiff oder Havila-Schiff sehen. Okay, schön. Aber nicht hier so tief in den Fjorden. Ja, da freue ich mich schon drauf. Richtig, richtig cool. Ja, Sven fragt nochmal, wo ich gebucht habe. Nee, war ein Witz. War ein Witz. Der Punkt ist ja auch, du zahlst ja nicht mehr. Genau. Ja, also Reisebüro oder online, du zahlst nicht mehr. Im Endeffekt kriegt das Reisebüro eine Provision dafür, dass sie sich um euch kümmern. Genau, richtig. Ja, für euch ist es aber das Gleiche, unterm Strich. Ne? Hier ist noch die Frage, wie ist das mit dem Trinkgeld? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt hier irgendwo so, Sparschweine oder Sparbüchsen, habe ich gelesen. Na, irgendwie sind die verteilt. Ich habe die aber noch gar nicht gesehen. Also an der Rezeption ist das in der Regel. Also es ist so, dass das Trinkgeld per se erstmal enthalten ist im Reisepreis. Und wenn dann das Bedürfnis besteht, nochmal darüber hinaus, entweder direkt Crewmitgliedern oder in den gesamten Pott nochmal was zu werfen, dann ist das auch immer möglich. Aber es ist nicht verpflichtend, es ist wirklich freiwillig. Ja. Brigitte, danke dir auch für die 1,49. Und Seren, der Irre, hat, du Verrückter, schon wieder 10 Subs. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Grußmole 667 schickt eine Anzahlung auf einen Espresso an einer AIDA-Bar für 2,49. Danke dir vielmals. Ja, hier sind mehrere so kleinere Wasserfälle. Das ist natürlich von der Geräuschkulisse sehr schön. Hafenpöbel fragt nochmal nach der Tide. Das hatten wir heute Morgen schon, die Frage. Und haben herausgefunden, dass die Fjorde natürlich auch von den Gezeiten abhängig sind, aber nicht so extrem. Ja. Sieht man auch im Hafen, wenn man ans Ufer guckt. Genau. So, irgendjemand hatte geschrieben, so circa 1 Meter. Ja. Sandra, danke dir für 13 Monate. Ist ja wirklich krass, dass wir hier kurzärmlich stehen beide. Ja, Wahnsinn. Es ist so warm noch, oder? Es ist wirklich krass. Aber ich glaube, Deutschland auch gerade sehr warm. Ne? Ich glaube, die Ersten haben schon mit Gewittern zu kämpfen. Ja. Matthias möchte noch mal wissen, wann wir morgen in Ålesund sind. Also im Hafen geplant ist 11. Genau, der Kapitän hat ja eben noch mal was dazu erzählt. Hattest du das mitbekommen? Genau, der hat gesagt, so circa 1 Stunde
haben wir Anfahrt, die auch wirklich interessant ist, wo es was zu gucken gibt. 11 Uhr, das heißt, morgen möchte ich auch streamen. Heute war er flott unterwegs, der Kapitän. Wir waren weit vor 11 Uhr da, also rechnet mal damit, dass wir morgen irgendwie so ab 9 Uhr... Er hätte, glaube ich, gesagt, so 8:30 Uhr, 9 Uhr wird es interessant. Ne? Also okay, also vielleicht 8:30 Uhr ist für mich ja lange geschlafen. Da bin ich ja schon 5-mal wach. Ja. Oh, Minden meldet 33 Grad. Boah, Wahnsinn. Bielefeld Gewitter von Detlef. Oh. Was ist denn mit eurer Markise? Ja, ich hatte schon gesagt, wir haben vor dem Kreuzfahrtstudio eine Markise und ich hatte eben als Push-Nachricht auf mein Handy bekommen, Sturmböen, starke Gewitter und Hagel angekündigt. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Crewmitglieder, wir haben ja eine tolle Crew vor Ort, ich bin jetzt ja zwar hier, aber wir haben ja trotzdem Crewmitglieder, also tolle Mitarbeiter, die arbeiten, ob die Markise eingefahren haben beim Verlassen des Büros. Das habe ich mich dann gefragt. Ganz eigene Sorgen, ne? Ja. Manuel möchte wissen, ob man auch einen AIDA-Online-Zugang für den Urlaubsplan hat, wenn man über dich bucht. Klar, Klar, ja, ne? ja, Also absolut. es ist auch so, das kann ich vielleicht beantworten, weil ich das ja jetzt selber einmal durchgemacht habe. Wenn ihr über Fabian bucht, bekommt ihr trotzdem eine Rechnung von AIDA. Genau, ja. Und also alles, was man wahrscheinlich auch bei einer Online-Buchung bekommt, da gibt es ja einen PIN für dieses Portal, wo man dann ein Manifest ausfüllen muss, wo man zusätzlich irgendwelche Sachen buchen kann und das ist alles... Das nennt sich ja MyAIDA-Portal. Bei jeder Reederei heißt das so ein bisschen anders. Bei meinem Schiff ist es Meine Reisen-Portal. Wir sind ja immer Vermittler, also es ist immer direkt in Kasso. Das heißt, alle Zahlungen gehen direkt an die Reederei. Das heißt, auch alle Zahlungsmittel, das ist auch immer eine sehr häufig gestellte Frage, kann man mit Kreditkarte bezahlen etc. Ja, das geht alles. Es geht immer der komplette Betrag direkt an die Reederei. Und das ist also auch was Kundengeldabsicherung und so weiter anbetrifft, ist alles mit dem Sicherungsschein abgesichert über die Reederei direkt. Keine Sorge an der Stelle. Und dann hat man natürlich den ganz normalen Zugang zu den Portalen, wo man die Reise planen kann und alles machen kann. Andi schreibt auch, 13 Monate ist er dabei. Mal ganz ehrlich, was gibt es Schöneres, als neben den sensationellen Bildern noch Top-Infos vom Fachmann zu bekommen? Danke an uns beide. Sehr schön. Also Gerne. ich finde es auch sehr angenehm, weil es ist natürlich schön, wenn man alleine schon einen Gesprächspartner hat. Absolut. Na, und ich denke mal, es werden jetzt auch einige zugucken, die halt auch sich für Kreuzfahrten interessieren. Viele, die vielleicht selber die Kreuzfahrt schon gemacht haben und die einfach noch mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und so. Und da ist es natürlich schon ganz schön, wenn man jemanden hat, der ein bisschen was erzählen kann. Demi schreibt auf, dass es nächstes Mal die MSC Euribia wird. 2,49 Superchat. Ja, warum nicht? Aber es ist noch kein nächstes Mal geplant. Wartet doch auch erstmal das Fazit ab. Lasst mich doch erstmal fertig machen. Ihr seid schon wieder bei der nächsten Reise. Tobi, nee, einen Reisepass brauchst du nicht. Ich weiß, solange du in Europa unterwegs bist, ist das eigentlich alles ganz normal mit dem Personalausweis zu machen. Genau, Großbritannien ist ja jetzt ein bisschen kompliziert geworden. Braucht man ja einen Reisepass und ETA. Das ist immer wichtig, aber auch das ist natürlich Aufgabe eines Reisebüros, darauf hinzuweisen mit der Einreisebestimmung, klar. Die Fluggesellschafter sind rübergehüpft mit 131 flugbegeisterten Raidern. Das kennst du gar nicht. Du weißt gar nicht, was ein Raid ist auf Twitch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Wenn du einen Stream beendest, kannst du sagen, wir gehen jetzt mit allen Zuschauern gemeinsam zu einem anderen Kanal. Ach so. Das ist ein Raid. Also Raid ist ja Englisch, glaube ich, so für einen Überfall oder so ähnlich. Ne? Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, gerade wenn du so befreundete Kanäle hast und dann sagst, ach komm, wir gehen jetzt alle Ach so, cool. zu einem anderen Kanal. Und das ist halt immer so ein Raid und das kriegt man dann hier angezeigt. Ne? Super. Ja. Peter möchte wissen, wo man auf dem Pott rauchen darf. Es gibt Raucherlounges, ne? Genau, richtig. Auf dem Balkon, auf der Kabine, bei AIDA überall. Und ansonsten, es gibt ausgewiesene öffentliche Bereiche auch. Ja. Nach 8 Stunden Arbeiten und Schwitzen, danke für den Abkühlungsstream und weiterhin schöne Reise. Schickt uns Tina. Danke dir für 5 €. Thomas sagt, wir sollen gleich mal Steuerbord schauen auf die Serpentinenstraße. Da ist Aussichtsplattform Stagerstein, 650 Meter hoch. Da war er letzte Woche mit der Prima. Ich hoffe, ich
Bin jetzt nicht zu spät? Ich glaube, wir sind zu spät dafür. Ja. Ach, Mist. Dafür hat sich eine Möwe wieder auf den Dafür haben wir wieder einen gesetzt. blinden Passagier. Ja. Gerade frisch Thomas, gelandet. sorry. Dauert immer manchmal so ein bisschen, bis ich schalte. Katrin sagt auch, warum eigentlich MSC, die hornen nie. Ja, das stimmt. Selten zumindest. Ja, ist komisch, dass manche Reedereien das so überhaupt nicht zelebrieren. Das liegt immer an der Gästestruktur, weil bei MSC sind ja auch viele internationale Gäste an Bord und die interessiert das überhaupt nicht. Also ich war mit amerikanischen Schiffen unterwegs, gerade dann, wenn es dann auch noch die Fahrtgebiete sind, wo viele Amerikaner an Bord sind, Karibik zum Beispiel, da ist es Ablegen und es stehen vielleicht 12 Gäste an Bord, also an Deck oben und schauen sich das an. Das interessiert die nicht. Die sind dann in den Bars, im Restaurant, im Casino. Das ist für die wirklich nicht interessant und die Deutschen, die lieben das, die zelebrieren das und entsprechend gehört es einfach dazu. Ja, natürlich auf dem Balkon und nicht in der Kabine. Haben wir uns da versprochen. Also rauchen draußen auf dem Ja, Balkon. ja, Balkon, genau. Klar. Aber der Balkon Ja. der eigenen Kabine. Ja. Ja. Thomas, und danke nochmal für die 5 Euro. Trixa, herzlich willkommen an Bord. Und Pillepalle Justus, auch willkommen. Beide lassen dir Prime Sub da. Stepp 82, 2 Monate. Schon krass, was so an Fragen kommt. Ja, ich Ja? lese auch schon gerade und Also komme das gar nicht ist, hinterher mit dem Beantworten. Ja, das ist... Vielleicht ganz kurz zu Senator Graubrot. Ja, also mit Royal Caribbean war ich auch schon unterwegs, mit einigen von den großen Schiffen auch, gerade die Oasis Class. Das ist natürlich nochmal wirklich ganz anderes Reiseerlebnis. Riesige Schiffe, so viel Programm, so viel Entertainment. Über 6000 Gäste an Bord, aber dadurch, dass die Schiffe so groß sind, verteilt es sich dann auch wieder extrem. Es fühlt sich nicht voller an als jetzt hier zum Beispiel auf AIDA Prima. Das ist echt spannend. Also die haben die Verteilung der Gäste so perfektioniert, das ist unglaublich. Und Katrin fragt, ob es, dass sie gelesen hat, dass Schiffe aufgeteilt werden in Raucher- und Nichtraucherbalkone. Das ist korrekt, das gibt es bei meinem Schiff seit dem Sommerfahrplan jetzt dieses Jahr. Das heißt, der vordere Bereich der Schiffe sind Nichtraucherbalkone und so, also das erste Viertel und die hinteren 3 Viertel Kabinen sind dann Kabinen, wo dann auf dem Balkon geraucht werden darf. Na, die haben auch Spaß hier, ne? Mhm. Es müssen auch tolle Fotos jetzt werden, wenn die Fotos von uns machen. Ich dachte erst, da fährt einer Wasserski, aber Ja, der ist mit dem Jetski in der Welle von dem Genau, richtig. Dachte kleineren ich auch Boot. erst. Oder sind 2 Jetskis, die da unterwegs Ja. sind. Das muss ja auch Spaß machen, mit dem Jetski hier durch den Fjord. Ja. Ja, Brick Olli bestätigt das auch nochmal. Kaum ein Gast auf dem Oberdeck zum Gucken. Brick Olli ist Okay, ja, das, also, ne, wie gesagt, das ist wirklich ein Unterschied. Das sieht schon spaßig aus, was sie da ja, machen. absolut. Auch der mit dem Boot, der fährt die ganze Zeit die Kurven. Der macht denen die Welle. Ja. Sonst ist ja nicht viel mit Wellen. Zum Beispiel auch nochmal ein interessanter Aspekt, gerade wo wir das Thema Wellen haben. Viele haben immer so große Sorgen vor dem Seegang und gerade auch auf den Norwegenfahrten. Klar, dieser eine Seetag, den wir gestern hatten, wenn es da rau ist, dann ist es auch rau, denn da kann das Schiff auch kaum Schutz finden. Aber ihr seht es jetzt ja hier auf den Aufnahmen, es ist so ruhig im Fjord. Im Fjorden schaukelt das Schiff nie. Und die Fjordfahrt geht jetzt wieder stundenlang. Wir sind heute Nacht dann mal wieder ein bisschen draußen auf offener See. Aber da braucht man sich nicht zu viel Sorgen machen. Und wenn wir jetzt rausfahren und dann nach Ålesund, dann geht es ja, glaube ich, über den Atlantik schon. Ne? Da oben Genau. ist schon Ja, Atlantik. Ja. Wo ist, weißt du, wo die Grenze ist? Nordsee, Atlantik? Gute Frage, habe ich nicht genau sagen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das gleich erfahren werden, wenn wir aufmerksam den Chat mitlesen. Ich google mal. Es gibt tatsächlich hier, also im Grunde genau okay. hier, wo wir sind.
Ah, ist also ungefähr hier, Weil wir sind ja. genau da. Also etwas unterhalb von der Fjordeinfahrt ist die Grenze. Ja. Hier ist auch nochmal eine Grafik. Ja, also tatsächlich genau, cool. wo wir rauskommen. Ab heute Atlantik. Gestern noch Nordsee. Jetzt hat sich die Möwe den Fisch gekrallt. Oh ja. Ist das die mürrische Möwe? Das ist die mürrische Möwe, ja. Genau, Schönheit. Bei den Möwen hat sich rumgesprochen, dass man bei mir Essen klauen kann. Meinst du, das ist von Warnemünde bis nach Norwegen per Möwenfunk übertragen worden? Melli schreibt auch, sie mag Seegang. Ich mag's ja auch. Ich auch. Guck mal, sind wir schon zu dritt. Aber guck mal, hier die Einfahrt jetzt, ne? Ja. Da müssen wir durch. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell auf Toilette, weil das habe ich nämlich eben nicht geschafft. Ja. Ich kann ja in der Zeit mal den Chat im Blick behalten. Also wenn es Fragen an mich gibt, dann ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit. Thomas fragt, ob ein Arzt an Bord ist. Ja, definitiv, sogar ein ganzes Hospitalteam. Da seid ihr hier immer in guten Händen. Paddy hat das Mikro aus, keine Sorge. Detlef fragt, ob wir einen schönen Tag hatten. Definitiv. Vielleicht hast du den Stream von heute Mittag schon geschaut, als wir am Wasserfall waren. Das war fantastisch. Ob ich Transreisen für Erstreisende empfehlenswert finde? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht unbedingt. Ich würde lieber erstmal Reisen aussuchen, wo es auch Häfen mit dabei gibt, weil diese Überführungsfahrten finde ich persönlich sehr schön, aber es ist dann doch einfach nur eine Woche auf See zu sein. Ob das so für die erste Reise das Richtige ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube eher nicht. Melly schreibt, du hattest doch schon mal so starken Seegang bei Alaska oder Arktis, weiß nicht mehr genau, wo es war. Es war die Antarktis tatsächlich, also in Richtung von Kap Horn aus in die Antarktis runter in der Drake-Passage. Die ist ja sehr berühmt-berüchtigt dafür. Da ging es richtig zur Sache. Da haben sie ja im Miniaturwunderland extra für die Drake-Passage so ein Modell. Ne? Und das ist total faszinierend. Die haben also glaube ich, mit einem argentinischen Modellbaupartner haben sie eine Wellensimulationsanlage gebaut. Da ist dann natürlich ein Tuch drüber, aber darunter ist so eine Mechanik, die Wellen simuliert. Also das sieht so toll aus, das ist so faszinierend, die Drake-Passage im Miniaturwunderland. Ja. Und in echt ist sie auch so faszinierend, kann ich dir sagen. Ja. Johann möchte wissen, ob die Prima so laute Klimaanlagen wie die Nova hat, die sich nicht abschalten lassen. Also ich fand die jetzt nicht übermäßig laut. Nee, fand ich auch nicht. Ne? Aber kann man die nicht abschalten? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ich guck mal gerade. Guck mal gerade, ja. Die Frage ist noch nach der Anzahlung für so eine Reise. Um die 25 bis 35%, hängt immer vom Tarif ab und auch je nach Reederei ist es immer unterschiedlich. Nee, also ganz aus scheint die nicht zu gehen. Also ich kann sie runterdrehen. Ja. Also die geht aus, wenn die die Balkontür aufgemacht wird, dann geht sie aus. Ah, okay, das ist der einfach Trick. aus Energieeffizienzgründen Ja. auch. Aber ja. Also einfach Balkontür auflassen. Dann geht die Klimaanlage aus. Bekai schreibt, dass ihr beide mal vorbeikommen, das erste Mal bei Jannis waren. Ja, da richte ich gerne die Grüße an Jannis aus, da freut er sich. Danke dafür. King Kong möchte gleich den Preis verhandeln. Für die Kreuzfahrt? Ja, kann man den Preis verhandeln, fragt er. Tja, das wird schwierig.
12 Knoten haben wir drauf, laut Marine Traffic. Melli schreibt, auf ihrer ersten Kreuzfahrt, sobald es aus dem Hafen rausging, hat die Mama gefragt, ob es Gurte im Bett gibt. Ja. Ich habe das lange für einen Irrglauben gehalten, dass es wirklich die fast gefühlte Schwerelosigkeit geben kann im Bett, bis ich mal einmal auf einer Expedition war in Richtung Grönland und in der Dänemarkstraße zwischen Island und Grönland so richtig durchgeschüttelt wurde. Da hatte ich vorne die zweite Kabine auf einem kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff, das ist natürlich noch mal viel, viel kleiner als jetzt hier dieser AIDA und die geht ganz anders noch mal durch die Wellen durch und da wurde mir echt ein bisschen anders. Das war krass. Und dann ist hier nochmal die vielgestellte Frage, wie es mir eigentlich gefällt. Also, guckt euch das doch an. Ja, guckt euch doch die Bilder an. Das kann man schon mal machen. Also der Hamburger würde sagen, ist okay. Ja, der Westfale auch eigentlich, ne? Ja, der nickt dann einmal wohlwollend. Ja, genau. Wenn ich nichts sage, ist das Lob genug. Genau. Ja, nee, eine Kreuzfahrt ist schon eine schöne Sache. Schiff bietet wirklich unheimlich viel Abwechslung, Aktivitäten ohne Ende. Das kannst du gar nicht alles nutzen, aber es ist ja auch, jeder sucht sich da irgendwie das raus, was er will. Also von der Bibliothek, wo du dich einfach zum Lesen hinsetzen kannst, über das top ausgestattete Fitnessstudio, Kletterei, alles. Ja. Es gibt zig Whirlpools, also ohne Ende. Ne? Und ja, die Route ist natürlich auch toll, muss man sagen. Also hier, ich war noch nie in Norwegen, ich bin noch nie durch die Fjorde gefahren. Das ist schon echt sensationell. Das muss man schon mal so sagen. Das gefällt mir richtig gut. Ob ich jetzt so ein Hardcore-Kreuzfahrt-Junkie werde, das kann ich noch nicht sagen. Wir haben ja noch 8 Tage, um das zu entwickeln. Ja. Aber im Oktober habe ich ja geplant, mal wieder eine Frachtschiffreise zu machen mit einem Containerschiff. Ist die Frage, ob wir dich mal auf ein Containerschiff bekommen. Tja, das wäre auch spannend. Ja. Ja. Das wäre auch spannend. Ganz eine andere Welt eben, ne? Dann war hier noch die Frage, ob man Geld tauschen muss. An Bord braucht man ja gar kein Geld. Und also ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass du in Norwegen alles mit Karten machen kannst. Viel besser noch als in Deutschland sogar. Ja. Sogar eine Kugel Eis in der Eisdiele lässt sich hier mit Karte bezahlen. Ja. Auch glücklicherweise wird das in Deutschland auch immer besser, weil ich habe gar kein Klingelgeld mehr. Ja, geht mir auch so. Ja. Ja, Melli, Container ist halt das komplette Gegenteil, aber also eine Frachtschiffreise kann ich dann empfehlen, wenn ihr ein großes Interesse an dem ganzen maritimen und nautischen Teil einer Seereise habt. Weil da stellt sich nicht die Frage, ob ihr auf die Brücke dürft. Da verbringt ihr, also ich sag mal, statt Klettergarten gibt es da halt die Brücke. Statt Bibliothek, Brücke. Statt Fitnessstudio, Brücke. Also man kann überall hin. Man ist mit der Crew in Kontakt, man ist bei den ganzen Manövern dabei, man bekommt mit, wenn die Lotsen an Bord gehen. Man kann in den Maschinenraum gehen, wer will, kann sich ein Overall anziehen und sich da dreckig machen. Also wer auf sowas Bock hat, für den ist eine Frachtschiffreise toll. Was bei einer Frachtschiffreise allerdings auch ist, das muss man dazu sagen, wenn die zum Beispiel einen Seetag haben, ist das Schiff wie ausgestorben. Dann gibt es die Wache auf der Brücke. Und natürlich haben die alle so ihre Maintenance-Jobs und so, aber zum Beispiel auf einem Sonntag bei Seetag hat der Großteil der Crew auch frei. Ah, okay. Und dann ziehen die sich zurück. Okay, krass. Dann wollen die auch ihre Ruhe haben, dann sitzen die auf ihrer Kammer, gucken da Filme und dann kann es sein, dass du stundenlang keinen Menschen siehst. Außer du gehst auf die Brücke zu dem, der Wache hat. Ne? Ja. Schau mal, von da ganz oben, der Wasserfall fällt runter bis zum Fjord. Jürgen fragt nochmal, ob du auch so Themenkreuzfahrten vermittelst. Ich glaube, du eigentlich so jede. Ne? Alles, genau. Volles Programm.
glaube, es hat eher damit zu tun, was für Reedereien, ne? Gar nicht so sehr, was das für eine Kreuzfahrt ist. Aber wir hatten da beim Essen drüber gesprochen und im Grunde genommen könnt ihr bei Fabian so ziemlich alles anfragen, was man sich so vorstellen kann. Genau, das ist so. Also wirklich, bis auf ganz, ganz kleine, nischige Reedereien haben wir alles im Portfolio. Wie nah wir jetzt auch gleich steuerbordseitig da an dem Felsen vorbeifahren. Was ist denn da drüben auf der Kabine eigentlich los? Hier ist irgendwo eine Party. Ja. Katrin, ob das als Bildungsurlaub durchgeht? Du meinst wahrscheinlich die Frachtschiffreise. Also ich kann sagen, dass ich da viel gelernt habe. Na? Und ja, wie gesagt, für Oktober habe ich wieder was geplant, aber ich will da nicht zu viel drüber reden, denn es sind leider in der Vergangenheit schon so oft Dinge dann in die Hose gegangen. Dann hat doch was nicht geklappt und gab es Zeitverschiebungen, da musste man doch wieder was absagen und so weiter und so fort. Deshalb will ich da jetzt noch gar nicht zu viel drüber erzählen, sondern erst dann, wenn es auch wirklich spruchreif wird. Auch ein super süßes Dörfchen da drüben. Oh ja. Es muss auch so schön jetzt aussehen, wenn man da Ja. irgendwo auf dem Felsen oben stehen würde und hier runter guckt. Genau, Herbie. Einfach mit der kompletten Abteilung auf Kreuzfahrt gehen und das Ganze als Teambuilding-Event. Machen tatsächlich einige Unternehmen. Ja, es sind dann ja diese, wie nennt man das, Incentives. Genau, Ne? richtig, ja. Also im Prinzip den Mitarbeitern was Gutes tun. Ja. Wir haben jetzt im Oktober einen Kunden, der geht auch mit seinem Unternehmen an Bord mit, ich glaube, 20 Kabinen. Auf so einer Kurzreise, 3 Tage, mein Schiff und ja, freuen sich die Mitarbeiter. Sag mal, kannst du mal kurz auf Google Maps gucken, ob du den Namen von dem Dörfchen hier rausfindest? Mit Sicherheit, Die Frage war gerade im Chat, wie dieses Dörfchen heißt. Stelter fragt noch, was das Rot in der Luft war. Wir sind gerade unter Stromleitungen durchgefahren und die haben so rote Bälle dran, ne, damit man Genau. die sieht. Undredal heißt der Ort. Undredal, ja. Undredal. Also wer möchte, kann natürlich auch gerne auf Marine Traffic oder Vessel Finder schauen. Ich glaube, die Kreuzfahrtleute, da gibt es Cruise Mapper. Cruise Mapper, das da sind sind nur die dann nur Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtschiffe genau. Ja. drin. Und da könnt ihr natürlich gerne gucken, wo wir gerade lang fahren. Christian, nee, wir haben keinen Seegang aktuell. Also hier ist es absolut ruhig. Kann sein, dass wir ein bisschen windgeschützt hier stehen. Also ob wir jetzt Wind haben, weiß ich gerade nicht. Aber wenn, dann ist das nicht der Rede wert. In Undredal gibt es die kleinste Stabkirche Norwegens. Ach was. Ich sag dir, so ein Chat ist besser als Ja. ChatGPT. Guck mal, deshalb ist auch Chat in ChatGPT drin. Ja, so sieht's aus. Der Chat ist nämlich die Mutter aller KIs. Leute, ihr habt Fragen. Hier möchte jemand wissen, ob es auch Rockstars gibt, die statt einer Hoteletage einfach eine ganze Kreuzfahrt, ein ganzes Kreuzfahrtdeck mieten. Ist mir nicht so bekannt, sagen wir mal so. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da verrückte Geschichten gibt. Ich glaube, die Ja. chartern eher eine Yacht. Für sich selbst. Ja. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da jemand dann sagt, komm, ich miete mal das ganze Kreuzfahrtschiff oder so. Na? Ja.
Ja, es gibt ja diverse Motto-Kreuzfahrten, Schlager, Heavy Metal und so weiter. Dann gab es diese Moin Cruise, die irgendwie ab Hamburg losging. Ich weiß gar nicht, was war denn da das Motto Moin Cruise? Ist das irgendwas, was mit Hamburg zu tun hat? Hatte ich gar nicht so verfolgt im Detail. War auf jeden Fall musikalisch, glaube ich, auch das Motto. Ne? Also, Ja. ja. Das ist so schön, dass man diese Wasserfälle hört. Da kommen gleich wieder zwei kleine. Wobei klein ist ja relativ. Ne? Die sind ja dann noch relativ vor. Der zweite hat da, glaube ich, auch richtig so eine Klippe. Hier ist nochmal eine Frage an dich. Kreuzfahrt mit Kind, 9 Jahre alt. Was bietet sich da eher an? Nova, Cosma oder doch in Richtung Prima? Oder eventuell die kleineren? Also bei 9 Jahren würde ich sagen, Nova Cosma haben noch mal ein bisschen mehr zu bieten. Mehr Spielkram. Ja, und auch mehr Fläche einfach. Das 4 Elements ist noch mal ein bisschen größer und anders aufgeteilt. Prima und Perla sind aber auch sehr gut geeignet. Die kleineren bieten dann definitiv weniger. Keine Wasserrutschen zum Beispiel, kein Kletterpark. Kommt aber auch immer auf das Kind an. Also ich war als Neunjähriger gar nicht wild darauf. So. Aber das heißt ja nicht, dass es andere Kids gibt, die da total wild drauf sind. Ne? Das ist immer so komplett abhängig von dem Kind im Einzelnen. Aber pauschal gesehen haben die meisten natürlich total Bock darauf in dem Alter, Kids Club und so weiter. Und dann ist es mit den größeren Schiffen so, dass sie noch mal mehr bieten. Hier ist die Frage, wie lange wir auf Sendung bleiben. Ja, solange wir Lust haben und bis das Netz, aber jetzt fängt das Netz schon wieder an rumzuspacken, merke ich gerade. Siehst du das hier? Oder? Ja, genau, da sieht man die Bitraten, Ah, ja. ne, und da siehst du auch, welche Leitung gerade Ach so, am okay. Drücken ist. Hatten wir heute Morgen auch schon. Also das ist ganz interessant, obwohl hier 5G mit vollem Ausschlag angezeigt wird. Wie unterschiedlich das ja wirklich gerade ist. Ja, das ist sehr am Hin- und Herhüpfen. Die war ja gerade noch hier die stärkste, jetzt ist es die Ja. schwächste der Leitung. Krass. Ja, es ist ja so, wenn ihr Roaming habt, dann könnt ihr im Ausland meistens aus allen Anbietern auswählen. Und hier gibt es, glaube ich, 3 Netze. Wie heißen die? Telenor, Telia und den dritten weiß ich gerade Ja. nicht. Und ich habe jetzt natürlich geguckt, dass ich die alle irgendwie so ein bisschen hier mit einbinde. Ja. Aber jetzt sind sie gerade alle am Schwächeln etwas. Also ich denke mal, ja, wir gucken noch so ein bisschen, ne? Ja. Wie Lust und Laune ist. Da oben auf dem Berg aber auch interessant zu wohnen. Oh ja. Wenn man da was vergessen hat beim Einkaufen, herzlichen Glückwunsch. Da ist nochmal weit für die Bus zu fahren. Also die Ja, würde man jetzt erstmal vermuten, aber wahrscheinlich von hinten dann. Ich gucke mal, ob man die Straße sieht bei Google Maps. Nee, sieht man nicht. Ja, genau. Ich gehe ins Bett und soll die Cam weiterlaufen lassen. Ja, jetzt ein paar Bilder. Hier ist die Frage, ob man in den Fjorden eine Kurtaxe leisten muss. Also, das ist im Reisepreis. Und Gebiete, wo das hier dann die Pauschale bezahlen müssen, wie das jetzt
immer wieder halten. Wobei Was ist denn das da eigentlich? Also, falls ihr mich hören könnt. Ich glaube, jetzt gerade wird es etwas besser. Ich glaube, wir sind da. Zumindest mal kurzzeitig. Ich will ein bisschen abwarten, aber wir fahren ja jetzt hier auch eine Kurve. Wird ein bisschen offener da. Vielleicht bekommen wir noch mal ein paar schöne Minuten. Jammers fragt, ob Fabian mit seiner Familie unterwegs ist. Nee, Fabian ist alleine unterwegs. Also für den ist das hier natürlich auch Business. Er hat so viele Kreuzfahrten gemacht, der ist hier auch an Bord und ja, dreht ganz viel, macht halt ganz viel Videos für seinen Kanal und guckt sich halt ein paar Sachen an. Na? So, sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Da war das WLAN-Kabel mal eine Zeit lang unterbrochen. So, jetzt kann ich nochmal Danke sagen. Also, Tony Roberts. Tony, I hope you're still there. Thanks a lot for your support. 10 bucks. Ja, der Fabian, der hat sich verabschiedet, der muss auch noch arbeiten. Also der muss hier an Bord auch sogar Telefondienst machen. Ne? Die haben so eine virtuelle Telefonanlage im Reisebüro und die sind, glaube ich, bis 21 Uhr auch erreichbar. Und ja, also wenn der unterwegs ist, macht er also auch Telefondienst und kriegt dann ganz normal die Telefonate durchgestellt auf sein Handy. Der Nordlicht hat auch nochmal 20 € mit Mitleid für die Mods rausgehauen. Ja, unsere Mods, also ganz, ganz lieben Dank. Ja, komisch, wenn Netzstörung ist immer irgendwie Action im Chat. Jeder möchte irgendwie was dazu sagen, dass es gerade Störungen gibt. Danke, ihr lieben Mods. Danke, danke, danke. Oh, Melli und Jörg schreiben auch, ihr armen Mods, tut mir leid. Danke für euren Einsatz, 5 €. Danke, Melli und Jörg, danke auch für die Worte. Aber ich bin da mittlerweile echt entspannt, Leute, wirklich. Wenn sowas ist, dann bin ich auch im Chat auf Ignore-Modus und warte einfach ab, bis es wieder läuft. Bringt ja auch nichts, ne? Was soll das? Wenn du machen kannst nichts, dann kannst du halt nichts machen. Einfach Via hüpft auch rüber mit 27 Leuten. Via, Hallöchen, meine Liebe. Und Anhang, schön, dass ihr da seid, hier im Fjord von Norwegen. Ja, während der Stream weg war,
hat das hier ordentlich aufgefrischt. Ihr seht auch, wir haben jetzt deutlich mehr Wolken. Und wir stehen jetzt auch so, dass ich den Wind ziemlich gut abbekomme. Plötzlich ist das gar nicht mehr so malerisch. MG, das nächste Ziel ist Ålesund. Also Aal, das ist so ein A mit einem Kringel da drüber. Und habe jetzt auch gelernt, dass man das wie ein O ausspricht. Genauso wie Flamm, da ist auch über dem A so ein Kringel. Es spricht sich Flom aus. Und Ålesund ist dann morgen der nächste Stopp, den wir haben. Hier wird nochmal nach der Karte gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt aktiviert bekomme. Hier über ob es hier alles wieder so gut funktioniert, dass ich euch nochmal die Routenkarte einspielen kann. Ich probiere das mal. Also Flom waren wir heute, morgen dann Ålesund, Molde, Åndalsnes, Nordfjordeid und dann geht es zurück über Geiranger und der letzte Stopp ist, glaube ich, Haugesund. Mümer hört Lindkugel. Nee, es sind Mentos Fanta. Mentos Fanta. Ach, das Sund wird auch Syn gesprochen. Danke für den Sprachkurs, Unbeliever. Also statt Sund eher ein Syn, also Haugesyn. Sagt man Haugesyn? Ja, klingt für mich komisch, aber okay. Eckart möchte wissen, wie an einem Seetag morgens die frischen Brötchen an Bord kommen. Ich denke, das macht die Bäckerei hier an Bord. Also hier gibt es ja eine Bäckerei, eine Brauerei, also hier gibt es eigentlich alles. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht könnt ihr mal gucken, biegen wir hier jetzt gleich links ab oder fahren wir erst noch ein Stück weiter geradeaus und biegen dann nochmal ab? Ich glaube, wir fahren weiter geradeaus, weil hier links ist auch gleich eine Einfahrt. Elaine, absolutely loving these live streams. Elaine, thank you. Und Summer schreibt auch, ich bin neu hier, toller Kanal. Ganz lieben Dank. Ja, ein herzliches Hallo und Moin an alle, die neu dazugekommen sind. Ich mache ja meine allererste Kreuzfahrt und bin ehrlich gesagt begeistert. Ist okay, wie der Hamburger sagt.
Nein, die Kaffeemaschine habe ich noch nicht nachgebucht. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber habe ich irgendwie total verpennt. Also hier geht es anscheinend gar nicht rein. Dann da geradeaus zwischen den Bergen durch und dann links rum. Ihr Lieben, es ist jetzt aber auch ehrlich gesagt hier von der Landschaft gar nicht mehr so wahnsinnig spannend. Und da das Netz auch so ein bisschen wackelig ist, wäre mein Vorschlag jetzt, wir vertagen uns einfach mal auf morgen früh. Sind wir in Ålesund, ich hatte das vorhin schon mal erzählt, 11 Uhr sollen wir da sein. Der Kapitän hat gesagt, so ab 8:30 Uhr, 9 Uhr könnte es interessant und spannend werden. Das heißt, um die Uhrzeit, so Pi mal Daumen, werde ich dann auch einen Livestream planen. Drückt mal die Daumen, dass das da morgen mit dem Netz dann besser funktioniert und wir dann halt die Einfahrt Richtung Ålesund sehr schön streamen können. Von daher werde ich jetzt gleich auch mich, ich glaube, ein bisschen aufs Bett hauen. Das Bergsteigen heute, das war doch für den dicken Buddy eine kleine Herausforderung. Und ja, bereite das dann für morgen schon mal alles vor, dass ich dann auch rechtzeitig fit bin, geduscht, gefrühstückt, wie sich das alles gehört. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ist doch, glaube ich, ein guter Vorschlag. Dann kann ich gleich in Ruhe nochmal den Teil hier mit den Störungen rausschneiden. Für die, die nachgucken, da ist der Stream auch gleich mal eine halbe Stunde kürzer. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr auch so schön ungeduldig wart bei den Störungen. Vielen Dank für den tollen Chat wieder mal und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an unsere Moderatoren. Die müssen doch immer viel aushalten, wenn es mal zu Störungen kommt. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber scheint so zu sein. Ja, und natürlich, was ich auch nicht vergessen darf, aber da rufe ich gleich an, natürlich einen ganz, ganz lieben Gruß an meine Frau Tanja. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich jetzt mal sagen, Hamburg Hafen Live für heute. Wir hatten einen schönen Tag. Over and out. Tschüss, ihr Lieben.